Servus miteinander und herzlich willkommen zum Vlog Part 15. Ich möchte jetzt aber nur ganz kurz, bevor der Vlog richtig anfängt, ein kleines Stück von Tikal einschieben, weil ich wollte den letzten Vlog mehr so auf eine Dokumentationsart machen und jetzt zeige ich noch den Rest, den ich in Tikal bzw. in Flores gesehen habe, in Xang. Und zwar war ich da in dieser coolen kleinen Stadt, die auf einer Insel gebaut worden ist und überall ganz farbige Häuser gehabt hat, und in der Mitte war ganz oben eine weiße Kirche. Es hat ein bisschen ausgeschaut wie in Griechenland. Aber was ich eigentlich zeigen möchte, ich bin einen Tag auf eine Bootstour gegangen, und die hat Blue River Tour geheißen, und da sind wir zu so einem Fluss hingefahren. Das ist ewig lang gegangen, ungefähr 3 Stunden, und der Fluss ist aber komplett durchsichtig und schimmert leicht bläulich, und der Weg dann auf dem Schiff war absolut traumhaft. Und dann haben wir auch schon die ersten angeredet, da war nur Guatemala und da hat absolut kein Mensch Englisch können, also es war sehr interessant mit ihnen zu reden, so mit Hand und Fuß, und vor allem sie haben auch nicht aufgegeben, sie wollten die ganze Zeit mit mir reden und sie wollten auch alles mögliche wissen von mir, weil das Witzige war ja, es war kein Touristenboot, sondern es waren alles Guatemalen auf dem Boot, und ich war der Einzige, der nicht Spanisch gesprochen hat, nicht aus Lateinamerika kommt und nicht so ausschaut wie sie. Und jedenfalls sind wir dann irgendwann angekommen an diesem ersten Krater, wo wir baden gehen haben dürfen, und das war absolut traumhaft. Es war so extrem schön, da unterzutauchen, und es ist glasklar, und wir haben dann sogar noch Taucherbrillen gekriegt etc. etc. Und später dann haben wir uns dann alle an den Steg gesessen, und dann haben sie wieder versucht mit mir zu reden, und der Tourguide hat dann Bier und andere alkoholische Getränke ausgeteilt, und dann haben sie angefangen mit mir zu nicht nur trinken, sondern ich würde jetzt mal eher sagen saufen, weil sie wirklich sehr trinklustig sind, die Guatemalen, und sie haben dann natürlich unbedingt wissen wollen, ob ihr Bier auch wirklich das beste Bier ist oder ob ihr anders lieber mag. Und später dann sind sie sogar noch auf die tolle Idee gekommen, wir sind an so einem wunderschönen Ort, wir müssen einfach ein Foto machen von dem einen Ausländer. Und dann hat sich so ungefähr 4 oder 5 Leute den Tourguide gefragt, ob er mir übersetzen kann, weil der Tourguide hat Englisch können, ob er ein Foto von uns zwei machen könnte. Und das war dann extrem witzig, und dann sind wir dann später wieder heimgefahren, und auf der Heimfahrt haben sie dann auch noch Bier einkauft, und das war eine sehr witzige Fahrt auf jeden Fall. Und ich habe Guatemala durch dieses Erlebnis auch ziemlich ins Herz geschlossen, weil sowas habe ich in Costa Rica nie erlebt. Und jetzt geht's dann auch schon an die Heimreise. Am Abend davor habe ich mich noch in ein Restaurant gesetzt. Das war extrem schön. Obwohl niemand da war, haben trotzdem 3 Kellner dort gearbeitet, die im Minutentakt zu mir gekommen sind und mich gefragt haben, ob ich nur irgendwas brauche. Auf jeden Fall habe ich es mir dann richtig gut gehen lassen und ein guatemalisches Gulasch gegessen. Und das Witzigste war dann für mich als sehr schadenfrohe Person, dass am Pier eine Asiatin mitsamt Kamera etc. in das Wasser eingeflogen ist und dann wirklich 3-4 Minuten braucht hat, bis wieder rausgekommen ist. Am nächsten Tag bin ich dann nach einer ewigen Busfahrt heimgeflogen, wieder mal am Fensterplatz ohne Fenster. Das Flugzeug war zwar komplett leer, aber ich habe mich nicht wegsetzen dürfen, war aber eigentlich auch wurscht, weil ich habe durchgehend geschlafen. Und 3 Tage danach ist es dann auch schon nach Samra wieder zurück in Costa Rica gegangen mit dem Bus bei einer wunderschönen Sunset-Busfahrt durchs Land. Servus und herzlich willkommen zum neuen Vlog aus Samara. Samara, keine Ahnung wie man es ausspricht, aber auf jeden Fall ist es ein bisschen oberhalb von Santa Teresa, 100 Kilometer. Und anscheinend sehr cool zum Surfen da, und so wie die Leute, die ich jetzt getroffen habe, jeder will da bleiben.
Schauen wir mal, ob es mir so geht. I doubt it. Jedenfalls, crazieste Busfahrt ever von San Jose bis daher. Wir haben ungefähr nach 3 Stunden auf einmal, ich muss das Ganze anders anfangen, ich habe so ein Netflix-Doku über Panama-Diktator runtergeladen und die USA hat ihn in die 80er Jahre geputscht und ich habe die ganze Zeit so Militärs aus Panama gesehen in der Serie. Auf einmal heute der Bus an, ich schaue auf und einer, der wirklich genau gleich ausschaut wie den, worum es gegangen ist, kommt in den Bus einer mit Waffen und alles dran. Sag so, jetzt euer Aussehen auf Spanisch, ich kein Wort verstanden, aber ist ja wurscht, weil er so schnell geredet hat. Euer Aussehen, jeder seinen Koffer so vor sich hingestellt, dann latscht der Polizeihund vorbei, bei jedem Koffer 3-mal schnüffeln müssen. Im Meer ist die Pumpen gegangen, wer siehst was. Jedenfalls ist schlussendlich rausgekommen, dass 3 Leute im Bus Marihuana dabei gehabt haben und die haben es alle ausgezogen und keine Ahnung, was mit denen gemacht haben, aber die haben dann wieder in den Bus einsteigen dürfen. Also anscheinend nicht ganz so extrem illegal da, aber die werden sicher was gezahlt haben dafür. Aber war definitiv eine interessante Erfahrung. Und jetzt schauen wir mal an, wie lange ich da bleibe. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass ich da einen Arbeitsplatz kriege. Ist aber absolut nicht sicher. Das Problem ist, dass ich 20 bin und die meisten haben lieber ältere Leute. Wir werden sehen. Also ich habe ein Riesenproblem mit dem Hostel. Es wird geführt von Amerikanern. Und ich hasse Amerikaner. Ich bin auf den Trip draufgekommen, dass Amerikaner einfach nur furchtbare Menschen sind. Ohne Kultur, ohne Intelligenz und etc. Und es ist so furchtbar mit den Leuten, dass ich so schnell wie möglich einfach wieder weg möchte, weil es kann sich das gar nicht vorstellen, was für innere Ablehnung ich gegen die da habe. Ich weiß ja nicht, wer sich noch an den Kepos-Vlog genau erinnern kann, aber ich putze gerade eine Pfanne mit dem Ding. Übrigens in Costa Rica putzt man Sachen immer mit sowas da und nicht mit Seife. Das wischt man so aus und dann kommt das da rein. Keine Ahnung, wie gesund das ist. Jedenfalls schalte jetzt das Wasser an und wascht es aus und leer es da runter. Kommt da raus. Sehr umweltfreundlich. Ich weg was, das geht ins Meer. Was ich nicht gesehen habe, ist, dass ich jetzt gerade 3 Tage noch in San Jose verbracht habe, zwischen Guatemala und Samara, weil ich einfach dort ein bisschen Video geschnitten habe, Fotos bearbeitet etc. Und es war ein großer Fehler, weil durch das vermisse ich die Zivilisation jetzt ziemlich. Dort hat es in der Nacht abgekühlt, es war nicht feucht und es ist alles ziemlich normal gewesen, also normale Betten, normales Essen und alles mögliche. Halt so wie es in der Stadt ist. Und jetzt bin ich wieder am Dorf, am Meer. Und mir fehlt der Luxus wieder ein bisschen und jetzt muss ich mich wieder umgewöhnen. Und es fällt mir gerade sehr schwer, schwerer als am Anfang. Und jetzt muss ich mal schauen, wie ich die nächsten 3 Wochen so hinkriege. Das Problem ist, ich darf am liebsten arbeiten irgendwo, weil das darf man einen Haufen Geld ersparen. Problem ist aber, die wenigsten wollen einen 20-Jährigen, weil sie einfach nicht erwarten, dass der gut genug ist. Ist mir ziemlich klar, wenn man sich die 20-jährigen Amerikaner anschaut, wie reif die sind. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt da bleibe in Samara oder nicht. Wir werden sehen. Ansonsten ist es eigentlich ganz schön. Die Wellen sind jetzt nicht allzu hoch, aber trotzdem hoffe ich, dass ich da surfen gehen kann. Wir werden sehen. Also ich gehe gerade mal Wäsche holen, weil heute wasche ich mal so. Ich habe es gerade ein bisschen vergessen. Ist jetzt irgendwie 4 Stunden in der Waschmaschine gelegen. Sicher gut, scheißegal. Jedenfalls habe ich mir jetzt gerade mit ein paar vom Hostel
unter Palme gesetzt und geredet. Und jetzt haben wir länger geredet alle miteinander, dann ging so eine dazu und so, woher sagt sie es? Und dann sagt halt eine, sind alle von verschiedenen Ländern. Er sagt so mal Deutschland, 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 Schweiz, Deutschland, Österreich, Deutschland. Wir haben gerade 3 Stunden auf Englisch geredet und jeder kann Deutsch. Was ich gestern noch in Erfahrung bringen habe dürfen, ist, dass aktuell ein Naturspektakel, das nur alle 9 Jahre stattfindet, ist. Und das nennt sich El Niño, weil mich nicht alles täuscht. Und wenn das passiert, dann ist der Ozean, der Pazifik, extrem heiß. So wie er jetzt gerade ist mit 32 Grad. Heißt, er ist normal nicht immer so, das ist alle 9 Jahre und ich habe es zufällig erwischt. An einem Abend haben wir dann eine kleine Party am Strand gehabt, wo ich dann auch die immer kennengelernt habe, mit der ich später nur weitergereist bin. Zusammenfassend muss ich sagen, Samra hat ganz nett ausgeschaut, ist aber definitiv nicht meine Stadt gewesen und da muss ich auch nicht unbedingt zurück. Unter anderem auch, weil es da so extrem viel regnet und das Hostel, wie hier sehr gut zu sehen ist, immer unter Wasser war, wenn es ein bisschen geregnet hat. Das war echt extrem. An einem Abend sind wir außen gesessen an dem Tisch und wir sind dann einfach mit den Füßen knöcheltief im Wasser gestanden. Aber es war auf jeden Fall witzig und eine nette Erfahrung. Und ich habe mir dann mit der Ima zusammengeredet und wir sind dann beide zum Schluss gekommen, dass wir ganz gern mal Montezuma sehen daten und dahin sind wir dann aufgebrochen. Also Samra hat mir mal nicht so gefallen, also vom Hostel her. Vibe war aber irgendwie cool, aber irgendwie hat es da nichts zum da gegeben. Und deshalb fahren wir jetzt wieder mal über den Golf Richtung Santa Teresa, aber diesmal nicht nach Santa Teresa, sondern nach Montezuma, da war ich noch nicht. Und diesmal habe ich sogar ein Travel Buddy aus Neuseeland dabei. Mega nice. Schauen wir mal, wie das wird. Ja, und das ist dann auch schon unser wunderschönes Hostel gewesen, das einzige Hostel, das ich je am Strand gehabt habe. Also heute in der Früh sind wir einfach nur nach Cubano gefahren und haben ins Fett Fried Chicken geholt, war richtig gut. Und dann haben wir einen Bus nicht erwischt und sind nach Montezuma zurückgegangen. Das ist ungefähr 2 Stunden oder so gegangen. Und jetzt geht's da hinten zu dem Strand zum Baden.
Am Abend haben wir es ihnen so richtig gut gehen lassen und um das Ganze wieder abzutrainieren, sind wir dann am nächsten Tag ungefähr 1,5 Stunden am Strand gegangen, der recht weit weg war und wo man auch einen sehr steinigen und schweren Weg gehen hat müssen. Aber es hat sich definitiv gelohnt. Es war absolut traumhaft dort und auf halbem Weg haben wir dann eine kleine Pause gemacht und die Ima hat dann Chips an Affen verfüttert. Die haben auch sogar unsere Cookies geklaut, diese frechen. Aber es war mega witzig mit den Affen. Klar, es ist jetzt nicht unbedingt das Gesündeste für Affen, dass sie Chips essen, aber das muss man jetzt nicht unbedingt am Umweltschützer sagen. You shine like a star. You know who you are. You're everything beautiful. She's hot, hot like the sun. The loneliest one. Still everything beautiful. But I'll be goddamn standing at my door. We stayed up in the city till the stars lost the war. So Friday night, Holy Ghost, take me to your level. Show me the one I need the most. I need the most. I wish I knew you when I was young. I could have got so high. Now we're here, it's been so long. Und abschließend von diesem absolut perfekten Tag haben wir uns dann auch noch eine Tour gebucht zum Bioluminescence Water. Da sind wir ziemlich weit mit einem Boot in eine Bucht eingefahren, wo es nachts ziemlich dunkel wird. Der Weg dorthin war absolut traumhaft. Es hat so märchenhaft schön ausgeschaut. Und ich habe ein paar Fotos gemacht, die schauen einfach aus, wie wenn es von Apple höchstpersönlich wären für einen Schreibtischhintergrund. Absolut traumhaft. Und dann ist es dann auch dunkel geworden und das war das Beste, was ich in Costa Rica bis da gemacht habe. Es war so traumhaft schön. Leider hat man das einfach nicht filmen können, weil es in der Dunkelheit war. Aber es hat sich angefühlt, wie wenn man wirklich in den Sternen schwimmen würde. Und es ist auch nicht langweilig geworden. Also wir haben da eine halbe Stunde geplanscht im Wasser und es war einfach nur traumhaft. Ich habe es jetzt versucht so nachzustellen, aber es ist einfach nicht möglich. Und am Tag nach dieser wunderbaren Erfahrung sind wir dann auch weitergefahren und haben als nächstes Etappenziel dann Manuel Antonio ausgesucht. Da war ich zwar schon in Quepos, aber ich habe den Nationalpark noch nie gesehen, der anscheinend einer von den 5 besten auf der Welt ist. Ist mir aber nicht so vorkommen. Aber es war trotzdem sehr schön und wir haben einige Tiere gesehen, auch wenn wir keinen Tourguide genommen haben. Strangers in the bright light. I wish I knew you. I wish I knew you. Oh, I wish I knew you when I was young. Maybe we can share my mood. Maybe we can share my mood. Maybe we can share my mood. I wish I knew you when I was young. I could have got so high. Now we're here, it's been so long. Two strangers. Also, wir machen jetzt gerade Kaiserschmarrn und zeige jetzt gerade wunderbaren Ima, wie man Kaiserschmarrn macht. Sie ist aus Neuseeland, sie hat keine Ahnung, wie das geht. Sag mal, say hello.
Das Problem ist, wir haben keinen Mixer, also wir mixen das Ganze mit einer Gabel. Und das ist ziemlich schwer. Und wir haben auch keine Waage, also da mal so auf ungefähr. Das wäre sehr interessant, aber wird geil. Also die Ima hat gerade wunderbaren Pina Colada gemacht. Und wir sind fertig mit dem Kaiserschmarrn. Es schaut ganz gut aus, der Teig. Ich hoffe, er ist auch gut. Also, let's make that shit. I like this. This is nice. You like it? I do. Good. Weil es schaut jetzt so aus, es ist nicht perfekt. Ich würde sagen, schlechtes Skihüttenessen, aber trotzdem, ihr schmeckt's. Also, gelungen, würde ich mal sagen. Ja, der Felix hat natürlich wieder mal vergessen, ein Outro zu machen. Wir waren beschäftigt mit anderen Dingen, und zwar haben wir am nächsten Tag den Bus nach San Jose genommen und ich habe die immer auf den Flughafen gebracht, und davor habe ich ihr aber noch Schweizer Schokolade gezeigt. Da war sie sehr begeistert, da bin ich sehr stolz drauf, weil es war tatsächlich eine sehr, sehr gute Schweizer Schokolade. Auf jeden Fall möchte ich nur sagen, thank you Ima that you made the time with us so great and that we experienced such nice things together. Thanks a lot and have a nice time back in New Zealand. Und dem Rest meiner Zuseher wünsche ich jetzt noch einen wunderschönen Abend, Tag, was es auch immer ist. Servus, ciao.